Zoom steckt in der Verschlüsselungszwickmühle. Nachdem Ende Mai mit dem Update 5.0 eine neue Verschlüsselungsstufe für alle Zoom-Nutzer eingeführt wurde, hat der CEO von Zoom mit einer Aussage für Aufsehen gesorgt. Und jetzt gibt es wieder Trubel um die Sicherheit bei Zoom. Allerdings diesmal in einer ganz anderen Richtung. Mehr über die Verschlüsselungsdebatte bei Zoom, die gerade tobt, erfahrt ihr in meinem heutigen Video. Kostenlosen Nutzern werden wir das sicherlich nicht geben. Denn wir wollen ja auch mit dem FBI zusammenarbeiten oder mit den örtlichen Polizeibehörden. Hört sich ein bisschen komisch an, oder? Das waren die Worte von Eric Yuan, dem CEO von Zoom, bei einem Geschäftsberichtsmeeting vor kurzem, bei dem es eben um die Frage ging, wie sind die Pläne für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei Zoom. Und worauf er sich bei diesem Zitat eben bezogen hat, war eben genau der Punkt, für wen es diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsstufe geben wird, nämlich genau nur für die zahlenden Kunden und für Schulen. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist gewissermaßen der Goldstandard der Verschlüsselung, denn bei dieser Verschlüsselung können wirklich nur die Endteilnehmer eines Meetings auf die Inhalte zugreifen, also alles, was in einem Meeting gesprochen oder geteilt wird. Auch Zoom könnte dann nicht auf diese Inhalte zugreifen. Und das ist genau der Unterschied zwischen der aktuell gültigen Verschlüsselung, die sogenannte AES 256 Verschlüsselung, und einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Denn bei der aktuell gültigen Verschlüsselung in Zoom werden die Keys, also die Schlüssel, immer noch durch die Zoom-Server bereitgestellt. Das heißt, Zoom als Inhaber dieser Schlüssel kann theoretisch jederzeit auf die Inhalte der Meetings zugreifen. Bei der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hingegen werden die Schlüssel jeweils an den Enden der Kommunikation, also den Endteilnehmern der Meetings, generiert. Deswegen auch der Name Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Also kurze Zusammenfassung. Nutzer der kostenlosen Version von Zoom bekommen die AES 256 Verschlüsselung, aber nur zahlende Nutzer sollen, wenn sie denn dann irgendwann mal kommt, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bekommen. Was ist jetzt von diesem Plan von Zoom zu halten? Zunächst einmal kann ich sehr gut verstehen, dass man für etwas so Komplexes wie eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Geld nehmen möchte. Auch wenn wir ja Dienste kennen, die das durchaus kostenlos anbieten, wie FaceTime, WhatsApp oder Signal. Aber WhatsApp, FaceTime und Signal sind eben auch eher Chatdienste und keine Videokonferenzdienste. Schaut man sich zum Beispiel Cisco WebEx, Google Meet oder Microsoft Teams an, dann wird man feststellen, auch diese Dienste bieten keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das ist also der erste Punkt. Es ist jetzt nicht so, dass die direkte Konkurrenz von Zoom das schon anbieten würde und Zoom deswegen jetzt besonders in der Pflicht wäre, hier nachzulegen. Für mich stellen sich aber auch noch ein paar praktische Fragen, wenn Zoom jetzt die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wirklich nur den zahlenden Kunden anbieten möchte. Denn das bedeutet ja, man kann auch keine Teilnehmer mehr zu einem Zoom-Meeting einladen, die selbst nicht für Zoom bezahlen. Außerdem können sich Nutzer dann nicht mehr per Telefon einwählen und man kann auch keine Aufzeichnungen in der Cloud speichern. Genau diese Fragen stellen sich eben auch für andere Unternehmen, aber niemand steht aktuell so unter Beobachtung wie Zoom. Und das liegt eben auch an den Sicherheitslücken bei Zoom, die ich ja in meinem ersten Video zum Thema Sicherheit bei Zoom auch aufgezählt habe. Es ist wirklich eine Zwickmühle für Zoom, denn zum einen erwartet die Bevölkerung mehr Sicherheit und das würde ja für eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sprechen. Zum anderen würde Zoom sich damit aber auch seines Vorsprungs berauben, den sie gegenüber anderen Videokonferenzanbietern derzeit haben. Die Bemerkung mit dem FBI und der lokalen Polizei war natürlich sicher nicht förderlich vor dem Hintergrund. Zumal ich hier den CEO gerne fragen würde, was hat eigentlich die Preisgestaltung mit der Frage Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu tun, in dem Sinne, als dass das so klingt, als würden kriminelle Machenschaften nur von kostenlosen Nutzern verursacht. Also sprich, kriegen Kriminelle denn etwa keinen Zugang zum kostenpflichtigen Zoom? Kann man sich da sicher sein, dass dort nichts passiert oder wie ist das zu verstehen? Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und damit Schutz vor FBI und Polizei gibt es nur gegen Zahlung? Das ist ein bisschen ein fragwürdiger Ansatz. Es wird daher sehr spannend sein zu sehen, ob und wie sich Zoom aus dieser kommunikativen Zwickmühle befreien kann. Was ist eure Meinung zu dem Thema? Sollten alle Nutzer bei Zoom Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bekommen oder sollte vielleicht sogar niemand Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bekommen? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich freue mich darauf, von euch zu lesen und wir sehen uns am nächsten Freitag wieder zum nächsten Video. Bis dahin, ciao!